Hallo und schönen guten Tag. Mein Name ist Kai und ich möchte euch heute die Installation vom NextDMS Server vorstellen. Ich werde auf die Voraussetzungen eingehen, ich werde euch die Installation zeigen und die Einstellungen dort erklären. Ich werde euch das Ergebnis der Installation zeigen und ich werde auf die installierten Dateien ganz grob eingehen. Dann mal los. Es gibt einige Voraussetzungen, die wir zu erfüllen haben. Wir benötigen nämlich 3 Runtimes. Und zwar die ASP.NET Core Runtime, die .NET Runtime und die Windows Desktop Runtime. Alle 3 ab der Version 8.0.15, in meinem Fall in 64-Bit. Diese sind aktuell noch nicht Bestandteil des Installers, wird aber in naher Zukunft werden die mit aufgenommen. So, starte ich nun den Installer, bekomme ich die Fehlermeldung, dass die Runtimes fehlen. Deswegen installiere ich die jetzt mal fix. Das geht auch sehr schnell. Wie gesagt, später werden die in dem Installer mit aufgenommen. Die Links dazu lege ich diesem Post bei. So, ich starte die Installation. Damit kommen wir durch. Ich bestätige die Lizenzvereinbarung, die ihr natürlich lesen solltet. Dann ändere ich den Installationsfolder. Das ist jetzt einfach da, wo die Binaries hinkommen. Jetzt kommen die interessanten Einstellungen. Und zwar, die oberste Einstellung ist das Arbeitsverzeichnis. Das Arbeitsverzeichnis für den Server sind Ordner, die darunter angelegt werden, wie die Archivierung der Dateien, wie ein Working Directory, wo er temporäre Dateien anlegen kann, die auch immer wieder gelöscht werden und so weiter und so fort. Da werden Benutzereinstellungen abgelegt und spätere Settings für einzelne Dateien. Darunter gibt es ein Backup-Verzeichnis. Das muss ja nicht unbedingt auf der lokalen Maschine liegen. Das liegt, also bei mir zum Beispiel, liegt es auf einem NAS und somit verdrehe ich das Verzeichnis hier. Die nächste Einstellung ist die Lebenszeit eben dieser Backups. Die ist hier standardmäßig auf 14 Tage eingestellt. Alles das, was drüber hinausgeht, werden Dateien gelöscht. Darunter kommt die Serveradresse und zwar die Webserveradresse. Wenn ihr HTTPS nutzen wollt, müsst ihr ein Zertifikat hinterlegen. Das kommt aber in einem späteren Video. Und ihr müsst natürlich einen freien Port wählen, worüber ihr erreichbar sein wollt. Darunter kann ich bestimmen, ob ich das Ganze, den Server zumindest als Dienst installiert haben möchte oder nicht und ob dieser Dienst nach der Installation direkt gestartet werden soll. Wähle ich die Installation als Windows-Dienst nicht an, bekomme ich auf dem Desktop ein weiteres Icon, worüber ich den Server manuell starten kann. Das Abwählen des automatisch Starten des Dienstes nach der Installation hat den Vorteil, dass wenn zum Beispiel ihr das Arbeitsverzeichnis hier nicht lokal auf der Maschine liegen habt, sondern ebenfalls im Netzwerk oder das Backup-Verzeichnis und ihr benötigt andere Credentials dafür, dann müsst ihr die natürlich erst diesem Dienst zuweisen. Darum macht der direkte Start nach der Installation keinen Sinn. Da ich hier aber komplett lokal bleiben werde, kann ich das alles auf Default lassen und ich gehe weiter. Das geht auch relativ fix. Die Dateien werden dann installiert. Okay, damit ist er fertig. Die Installation habe ich auch direkt auf C, NextDMS gemacht. Hier ist der Ordner und hier drin sind auch schon die ganzen Binaries. Hier gibt es ein paar wichtige Dateien. Eine davon ist ein Server Settings Production.json. Da mache ich ein gesondertes Video zu, um zu erklären, was ich da alles ändern kann. Hier gibt es Ordner, die auch aus dem Setup angelegt wurden. Das ist einmal der Backup-Ordner, den habe ich auf Default gelassen. Das heißt also, der Server legt ab jetzt alle Backups hier rein. Macht natürlich sehr wenig Sinn, aber
Dann gibt es den Content-Folder und hier wurden auch schon neue Ordner angelegt, da der Dienst schon läuft. In dem Archivordner werden später die fertig importierten Dateien und alle Metainformationen dazu abgelegt. Hier werden Attachments für den Chat abgelegt. Der Dump-Folder enthält in Anführungszeichen Schrott oder Trash, der erzeugt wurde. Temp wird zum Arbeiten gebraucht und das Working wird ebenfalls zum Arbeiten gebraucht. Dann liegen die Logs ebenfalls hier direkt unter der Installation und können eingesehen werden. Hier gibt es einen Package-Folder, der ist sehr interessant für den Client. Alle aktuellen Pakete für den Client werden hier reingelegt und von hier aus automatisch verteilt an jeden angeschlossenen Client. Das heißt also, ihr müsst die Client-Installation eigentlich nur einmal machen und danach wird sie von hier aus immer aktualisiert. Gut, das wäre es eigentlich schon soweit. Ich denke, die Installation vom Server ist durch. Ich zeige euch jetzt eine kleine Gegebenheit und zwar ist das die Suchengine, die kann ich direkt über einen Link öffnen, der bei der Installation mit gespeichert wird. Wenn ihr diesen doppelklickt, wird eine Konsole gestartet, die wiederum den Browser startet und dann gehe ich auf auf eure gewählte Adresse und erreiche den Server. Hier ist jetzt vorerst nur die Suche implementiert und ich kann somit eine direkte Suche von jedem Ort aus auf meine Dateien starten. Hier ist zu beachten, das Ganze passiert nur über Credentials, übers Login und da gibt es ein paar Defaults, die werde ich noch als Datei für euch ablegen und einer davon ist der Admin, der heißt NextDMS-Admin. Das Passwort ist immer für sämtliche Default-User ist das NextDMS01 und zwar so geschrieben. Gut. Wie ihr hier sehen könnt, ist hier noch ein One-Time-Passwort. Das ist jetzt für den Account nicht erforderlich. Ich kann pro Account bestimmen, ob ich eine Zwei-Faktor-Authentifizierung haben möchte oder nicht. Dann wäre hier ein One-Time-Passwort notwendig. Wenn ich das mache, bin ich drinne und kann eine Suche starten. Ich habe jetzt hier natürlich gar keine Dateien drinne, aber ich könnte eben die Suche starten und würde hier das Ergebnis bekommen. Gut, das war's erstmal soweit. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und weitere Videos folgen.